Ich habe in der Nacht wirklich abends geschwitzt und nervös gewesen, dass jemand klopft. Am nächsten Morgen Herzrasen gehabt, bis dann das erste Auto reingefahren ist. Und dann kam der Stress, mein Herz hat angefangen zu rasen und mir das Zelt abgerissen und weggebracht und von dann abkauen. Also es war Adrenalin pur. Das war voll der Rückschritt an dem Tag. Man muss dazu auch sagen, wir haben am Ende, kurz vor dem Campingplatz, habe ich dann noch geholfen, ihren Rucksack zu tragen, weil es ging einfach nicht mehr. Wir waren wirklich im Sack. So, richtig harter Shit. Dieser Campingplatz ist einfach für 2 Jahre geschlossen und es stand nirgends. Wir sind die 14 Kilometer gelaufen. Dieser Campingplatz ist geschlossen. Er ist im Bau. Eigentlich kommt man da gar nicht rein. Aber wir sind, weil der Hintereingang nicht abgeschlossen war, sind wir trotzdem rein. Jetzt stehen wir auf dem Campingplatz und ja, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch und jetzt bin ich gerade nach vorne zu so einem Bootsverleih, habe denen die Situation erklärt. Die haben gesagt, ja, die können jetzt auch nichts machen, hier campen können wir nicht. Ja, ciao. Aber wisst ihr was? Wir campen jetzt gerade trotzdem dort. Und wenn die Arbeiter morgen kommen, dann erklären wir das ihnen einfach. Das Video ist jetzt schon der nächste Morgen. Wir haben da dann unser Zelt aufgeschlagen. Der eine von dem Bootsverleih hat sogar gesagt, um 10 Uhr abends kommt ein Security und läuft da den Platz ab und guckt, dass da keiner ist. Ich habe geschwitzt, bis um 11 habe ich geschwitzt in dem Zelt und habe gedacht, jetzt klopft mir gleich einer an dem Zelt und verjagt uns von dem Platz. Also, wenn das nicht gewesen wäre, wäre es noch angenehmer gewesen. Aber ich habe einfach Schiss gehabt bis um 11 und dann um 11, du hast gepennt. Und dann um 11 habe ich gesagt, okay, jetzt kommt keiner mehr, das kann nicht sein. So war es dann zum Glück auch, es kam keiner mehr. Am nächsten Morgen haben wir uns den Wecker gestellt und ich glaube, das erzählen wir jetzt auch in dem Video. Guten Morgen. Ja, nach der gestrigen Story, wie gesagt, haben wir unser Zelt dann aufgebaut auf der Baustelle, obwohl das wir eigentlich nicht dürfen. Ja, wir sind jetzt, heute Morgen haben wir uns den Wecker gestellt um 5:30 Uhr, damit wir vor den Bauarbeitern weg sind. Und ja, tatsächlich kurz vor 6 kamen die ersten Autos rein und wir haben unser Zelt geschnappt, unsere Backpacks geschnappt und Ich wollte in den Wald geworfen, weit weg und dann nochmal zusammengepackt. und dann runter von dieser Baustelle. Und jetzt sitzen wir hier zwischen Strand und Bootsverleih, wo erst um 10 aufmacht. Oh Gott, Leute. Ja. Echt crazy. Es war richtig geil morgens, Ja. wo der Nebel über den See drüber ist und so. Richtig schön. Und wir alleine, außer Und die wir Bauarbeiter. Ja, Mann. So mystisch. Ja, das war schon schön. Ja. Echt krass. Und dann kam das nächste. Also, wir wollten jetzt eigentlich mit dem Bus wieder Richtung Ottawa fahren, beziehungsweise zu unserem nächsten Campingplatz, Campground, whatever. Der Bus fährt aber nicht, der fährt noch am Wochenende und der Montag. Schön, ja. Ja, finde ich auch. Deswegen ist Schätzelein schon wieder fleißig. Schild. Wir haben die Hoffnung, weil diese Bauarbeiter hier immer hin und her tingeln, dass wenn wir jetzt über die Straße Richtung nächstes Dorf laufen, dass uns so ein Bauarbeiter mitnimmt oder sogar vielleicht weiter bis nach Wakefield oder Chelsea und von dort aus dann mit dem Bus eben zum Campingplatz. Ja. Wir sind dann losgelaufen mit unserem Gepäck und mussten echt ein Stück laufen. Ich glaube, eine halbe Stunde sind wir nicht erst gelaufen. Ja. Auf jeden Fall hat man dann voll Glück gehabt, dass uns eine Mutter mitgenommen hat. Das kommt gleich. Also wirklich, das war, glaube ich, 2 Autos sind in der Zeit in unsere Richtung an uns vorbeigefahren und eins von den 2 Autos hat uns zum Glück mitgenommen. Wir sind da nicht durchgefahren. Wir hatten richtig Glück. 50-50. Ja. Update, Update, Update. Wir sind weitergekommen. Wir sind in der nächsten City. Eine junge Mama mit 2 Kiddies hat uns tatsächlich mitgenommen und sie hat uns auch angeboten in ihrem, die haben so ein Privathäusle am See, dass wir dort unser Zelt aufbauen können. Aber da wir ja in die andere Richtung wollen und
da wir unbedingt zu diesem Campground wollen nach Cantley, haben wir das ausgeschlagen, aber sie hat uns jetzt eben noch mitgenommen nach Wakefield. Da sind wir jetzt gerade. Selina ist noch rein in den Store. Sie hat uns an dem Store rausgelassen, damit wir da noch ein bisschen was zum Frühstücken kaufen können und ein bisschen was zu trinken. Und ja, jetzt sind wir in Wakefield und von Wakefield geht es dann weiter, hoffentlich Richtung Cantley oder halt die nächste City, whatever, wenn die halt, ja, whatever. Dann kam diese alte Omi vorbei Ja, mit Mit einem ihrem- bunt bemalten Auto. und dieses bunt bemalte Auto wurde von ihren ganzen Enkeln und Neffen, durften die drauf malen. Das fand ich voll geil. Die hatten uns an der Kreuzung rausgelassen, wo dann die nächste Straße direkt nach Cantley geht, wo unser Campingplatz ist. Ja. So Schatz, wo sind wir jetzt? Angekommen an unserem Campingplatz. Und hier gibt es einen Pool und einen See. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt da schwimmen darf. Nee, da darf man noch fischen. Okay, dann reicht mir voll und ganz der Pool. Also noch zum kleinen Fazit. Wir sind jetzt gerade eben noch 2 Minuten an der Straße gestanden und uns hat dann tatsächlich auch ein netter Guy wieder mitgenommen. Der wohnt irgendwie gerade Tata, der wohnt hier. in the neighborhood from the campsite. Ja, ja, er hat uns mitgenommen und Ja, wir sind quasi ausgestiegen, sind auf die andere Straßenseite gelaufen, haben ein Video gemacht und dann hat er schon angehalten. Also es waren 2 Minuten, wo wir da gestanden sind und hat er angehalten. Und er hat uns erzählt, ja, er ist da gefahren und hat er das Schild gesehen. Okay. Ja, also ich war richtig happy, als wir dort waren. Weil nach den Strapazen und den letzten Tagen war ich richtig happy. Du auch? Ja. so, der Deutsche hat Hunger. Was macht er, wenn er Hunger hat? Er geht einkaufen. Aber wie geht ein deutscher Tramper einkaufen? Mit einem Schild. Wir treiben es auf die Spitze. Wir sind gespannt, ob es funktioniert, aber wir sind guter Dinge nach heute, dass uns irgendjemand mitnimmt. Okay, halbe Stunde später, der Deutsche hat sein Futter, wurde von einem netten Herrn mitgenommen, hinzu. Der hat uns sogar noch angeboten, er kommt eine Viertelstunde später wieder zurück und nimmt uns auf der Straße mit, wenn wir noch da stehen. Und wir sind an die Straße gestanden mit einem Schild, Camp draufgeschrieben. Jetzt hat uns eine Dame mitgenommen, die hat uns vorhin schon gesehen, dass wir zum IGA wollen, hat aber zu spät geschalten und hat uns jetzt wieder gesehen und hat uns jetzt halt mit hierher genommen. Ja, sie hat gesagt, weil sie zu spät reagiert hat und dann quasi die Chance vertan hat, uns mitzunehmen, hat sie uns dann auf dem Rückweg und sie hat gesagt, wenn sie uns auf dem Rückweg sieht, nimmt sie uns mit und das hat sie. Jetzt sind wir wieder da. Guten Abend. Hallöchen. Ich Wie- muss immer kochen. Sie will auch nur kochen, weil es am Gasherd wärmer ist. Nee, er kocht schon die letzten Tage immer und ich koche es zum ersten Mal und sage, ich muss immer kochen. Ja, aber gib's doch zu, am Gasherd ist wärmer. Ja, Weil heute ist ziemlich kühl hier. ja. Also ihr seht, wir haben unsere Wollies an und so. Ja, und heute hat auch der Pool geschlossen. Ja. Kein Wetter für Pool. Und deswegen ging bei uns heute auch nicht viel. Deswegen kam heute eben nur eine Story und wir haben eh keinen Empfang. Also Ja, es motiviert dann einen nicht. nee. Das war echt krass So. mit dem Empfang. Ja. Aber letzte Nacht heute. Morgen Genau. geht's weiter. Wir hoffen, wir kommen dann wieder in eine Ländle, wo es besser ist mit dem Empfang oder so. Also bis gleich. Also ich muss auch sagen, wir sind da als wie die Opfer gesessen. Wir waren die einzigste im Zelt. Alle anderen hatten ihre geile Wohnwäge und Wohnmobile beheizt und wir saßen den ganzen Tag da, schaute gut im Kalten. So. Beheizt, mit Klimaanlage, Ja, mit ausfahrbar, Fernseher. Fernseh. Also da war ich zum ersten Mal neidisch. Aber ja, aber trotzdem cool. Das war jetzt dann schon der letzte Morgen. Ja. Wir sind wieder da. Letzter Tag. Ja. Beziehungsweise Abreisetag. Wir sind hier schon fleißig am Packen. Machen schon unsere stinky Körper abduschen. Ja, unser Plan für heute ist erstmal in den Tim Hortons euch wieder mit Stories beglücken. Dann Plan machen, wie wir fahren wollen.
und dann geht's Richtung Era Festival, ein Psytrance Festival hier in Kanada. Das liegt ungefähr 70 Kilometer von hier. Wir wissen noch nicht, wo wir schlafen, wir wissen noch nicht, ob wir wild campen, keine Ahnung. Aber wir wissen, dass wir da hoch müssen, weil es beginnt morgen. In diesem Sinne, ja, so der Plan. Was wir hier vergessen haben zu erwähnen, mir musste erst noch nach Ottawa wieder zurück. Voll ärgerlich, weil wir ein Loch in unserer Luftmatratze hatten. Umtauschen musste, weil sonst hätte mir unser kompletter Hitchhiking-Trip eine kaputte Luftmatratze gehabt. Das war voll der Rückschritt an dem Tag. Und unser Plan war dann von Ottawa wieder zu diesem Festival zu trampen. Genau, so war der Plan für den Tag. Ja, wir haben zum Campground runtergeschafft. Uns hat wieder eine nette Dame mitgenommen, wo hier auch wohnt. Und ja, Selina ist jetzt gerade noch ein bisschen was einkaufen, wo wir für die nächsten Tage brauchen. Dann müssen wir noch in Dollarama. Wir brauchen noch Festival, Adiletten, Schuhe, whatever. Genau, dann gehen wir in Tim Hortons. Wir haben es tatsächlich wieder mal geschafft, nach ein bisschen längerer Wartezeit. Aber der liebe Imran mit seinen Abstammungen, glaube ich, auch irgendwo da Afrika oder so, hat uns auf jeden Fall mitgenommen. Der musste noch eine Stereoanlage abholen und ist jetzt noch seine Mama besuchen hier in Ottawa und hat uns netterweise mitgenommen, aber voll der coole Dude, ohne Witz. Wohnt irgendwo in der Pampa hinter Kentley und wirklich total netter Mensch. Wir haben so viel gelacht in diesem Auto, Alter. Hitchhiken, geil. Man lernt nur geile Leute kennen, ohne Witz. Ja, wir haben jetzt gerade unsere Matratze umgetauscht. Das hat super funktioniert und wir so mega happy wieder raus aus dem Mac, ja, rein in den Bus Richtung Highway. Und im Bus fällt uns natürlich auf, ja, wie wär's mal, wir könnten noch Gas kaufen. Wollten wir eigentlich kaufen, haben aber vergessen, wo wir drinnen waren. Wieder zurück in den Bus. Selina ist jetzt gerade vorgelaufen, holt das Gas, dann wieder in den Bus und Richtung Highway. Wir haben jetzt kurz vor 18 Uhr. Ich war schon kurz davor zu sagen, komm, wir gehen in ein Zimmer. Aber wir spielen jetzt No Risk, No Fun. Entweder es nimmt uns jemand mit und bietet uns seinen Garten an oder was auch immer. Oder wir schlagen unser Zelt wieder irgendwo auf, pennen dann dort eine Nacht und morgen früh geht's weiter. Right, weil Zimmer zu teuer. Wir haben gerade das Video davor aufgenommen und glaube gefühlt 2 Minuten später ist es uns aufgefallen. Ja. Ja, stimmt. Das kommt jetzt. Das, was jetzt kommt. Ja. So, Jungs und Mädels, wir sind immer noch in Ottawa, weil uns ist was passiert. Und zwar, wir haben unsere ZV1 irgendwo stehen lassen. Wir wissen nicht wo. Wir haben uns jetzt in ein Hostel einquartiert für eine Nacht. Rufen morgen die Fundbüros an, sind an der Stelle gewesen, wo wir gedacht haben, okay, da könnte sie noch sein. Aber da war sie natürlich nicht. Große Hoffnung haben wir jetzt nicht wirklich. Ja. Das Problem ist, dass der letzte Vlog einfach komplett weg ist. Der Vlog ist dann weg. Das ist das Problem. Ja, wir haben trotzdem noch eine Kamera und trotzdem noch Mikros. Also wir sind doppelt ausgestattet zum Glück für weitere Vlogs. Aber das Schlimme ist halt, der letzte Vlog, den wir jetzt gedreht haben, wie wir quasi zum ersten Mal gehitchhiked sind und dieser Campingplatz. Und es war schon eine ultra geile Story, fand ich, was wir da erlebt haben. Ist es leider weg. Ja, wir drehen halt dann wieder weiter, so wie immer. Gucke halt noch, dass man sie vielleicht irgendwie, aber die Hoffnung ist nicht groß. Wir sind traurig. Spoiler an dieser Stelle, die Kamera ist nicht mehr aufgetaucht. Habt ihr auch den Grund, warum wir diesen Vlog mit unseren Handyaufnahmen machen. Wir finden es schade, dass dieser Vlog verloren gegangen ist, aber jetzt haben wir gedacht, wir versuchen es so noch zu zeigen. Wieder herzustellen. Und das war dann schon der nächste Morgen wieder. So, guten Morgen, liebe Leute. Schätzelein, was machst du da? Schild für heute. Wir brauchen aber 2 Schilder. Genau, wir brauchen heute 2 Schilder. Eins nach Danforth Lake und wir schreiben noch eins mit Era Festival, weil wir sind ja hier in der Hauptstadt. Unser Plan jetzt, weil wir fast direkt an der A5 liegen, die nach Danforth Lake geht, 2 Schilder schreiben und dann hoffen, dass uns eine gute Seele mitnimmt, die auch zu diesem Festival fährt. Oh, das wäre halt ein Optimalfall, ja. Und da waren wir an der Straße.
Gut, wir sind dann an Straße gestanden in Ottawa und nach, wie viele Stunden war es? 2. 2 Stunden. Ja. Haben wir dann aufgegeben. Deswegen sage ich auch, raus aus der Stadt. Auf jeden Fall haben wir dann den Uber genommen, sind mit dem Uber eine halbe Stunde quasi aus der Stadt rausgefahren, in ein kleines Dörfle. Und sind dann an die Straße gestanden, Richtung zu dem Festival. Und wir standen sage und schreibe gerade 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten und dann hat es tatsächlich ein nettes Perle eingesammelt. Und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass dieses Pärchen selber Festivals veranstaltet. Und die waren dann auch sofort on fire und haben dann gleich auf dem Handy geschaut, was das für ein Festival ist, wo wir hingehen. Das Ende vom Lied war tatsächlich, dass die uns bis ans Festival gefahren haben. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich dran denke. Dass die uns bis ans Festival gefahren haben. Er ist sogar dann ausgestiegen, hat von hinten noch 2 Bier rausgeholt und noch 2 Riegel zum Essen. Hat uns die noch mitgegeben und hat gesagt, geil, ja, sie feiern es so, dass wir halt von Deutschland sind und jetzt auf dieses Festival gehen. Und ja, ich weiß noch, die sind weggefahren, dass ich so zu ihr gemacht habe und sie hat so zu mir zurückgemacht. Also da waren wir ihnen richtig, richtig dankbar. Also, Ja, Mann. wir waren, um 12 hat das Festival offiziell die Türe aufgemacht, wir waren um 11:45 waren wir dort. Ja. Also das hätte man niemals gedacht, dass wir pünktlich dort sind. Also wir haben ja extra so früh wie möglich gestartet, aber dass wir so früh da sind, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das nur dank denen 2, also danke an dieser Stelle nochmal, war wirklich super. So, guten Morgen hier aus dem schönen Wald, Ja, super. direkt vom Festival. Eine Frage an euch. Kiwi Gold, wie esst ihr die? Mit Schale oder ohne Schale? Also ich esse sie komplett. Du isch aber auch die Rein in die Kommentare mit. Ich esse auch die grüne komplett. Ja. Monster! Man kann Kiwi mit Schale essen, ohne Schale. Und ist so gut? Ja. Gut. Also wohlgemerkt auf dem Festival, das war halt mitten im Wald. Ja, mittendrin. War echt unvergesslich, wunderschön. Da durfte ich sogar malen. Alter, dieser Künstler, der war so ein verrückter Dude, ey. Das ist super. Ah, da wollen wir jetzt nicht so nah ins Detail gehen. Ja. Richtig nice Festival. Ja. Ära-Festival kann man nur empfehlen. Ja, Mann. Falls jemand in Kanada ist, auf Goa-Musik steht, geht dahin. Ja. Macht Spaß. Einer der Gründe, warum wir auch dahin sind, weil ein deutscher DJ dort war. Oh ja, stimmt. Der Ein hatte 10 Stunden das letzte. ja 10 Stunden Set. Und nachts ging da halt richtig Show ab. Andere würden jetzt sagen, die sich dieses Festival angucken, alles voller Himmel. Aber es ist eine ganz andere Welt. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, dann sind wir hier fertig. Erster Vlog, wir sind auf unserem Festival angekommen. Der nächste Vlog beginnt nach dem Festival, wie es weitergeht. Ja, Also bleibt auf jeden Fall dran. Abonniert den Kanal, um unsere weitere Reise zu entdecken und mitzuverfolgen. Aktiviert die Glocke. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Unser rekonstruiertes Video und ich würde sagen, dann bis zum nächsten zum Mal. weiteren Trempe-Vlog. Ciao. ciao, ciao.